Hey Leute, ihr schaut Ikuma Games und in diesem Video möchte ich ein bisschen frei über ein Thema reden, was mich gerade viel beschäftigt. Da gibt es zwei, die ganz gut zusammenpassen, nämlich dass Meta sein Mindestalter auf 10 Jahre runtergesetzt hat, von vorher 13 Jahre, und den Release von Roblox auf der Meta Quest 2. Das sind, finde ich, sehr kontroverse Themen. Manche werden bestimmt nicht meiner Meinung sein, aber ich möchte meine Meinung hier ein bisschen zusammenfassen, da ich eine Meinung dazu habe und ich glaube, wenige Leute sich damit so sehr auseinandersetzen, wie ich es tue. Und da möchte ich meine Erkenntnisse einfach mit euch teilen. Denn bin ich nicht nur einfach nur VR-Fan und Technikenthusiast, sondern auch Pädagoge bzw. Erzieher in der Jugendhilfe. Das heißt, ich habe mit Jugendlichen zu tun und natürlich bringe ich denen auch Medien, also gerade so technische Medien näher, wie zum Beispiel Virtual Reality, und ich beschäftige mich schon länger mit dem Thema und mache auch eine Weiterbildung gerade zum Medienpädagogen. Dementsprechend denke ich schon, dass meine Meinung fundiert sein kann, und ich habe mir ein paar Sachen rausgesucht, die ich euch mitteilen möchte. Also bleibt dran. Ja, worum soll es gehen? Also, Meta setzt das Mindestalter auf 10 Jahre. Warum sehe ich das als Problem an? Da gibt es mehrere Faktoren, die ich da sehe. Erstmal, was ist an dem Alter 13 denn so schlimm? Ne? Warum gerade Meta, die das dann runtersetzt? Das ist doch heikel. Gerade Meta interessiert sich doch einen Scheiß für die Gesundheit der Kinder. Das ist Punkt eins. Das ist so meine persönliche Meinung dazu einfach. Aber jetzt wollen wir ein bisschen fundierter an die Sache rangehen. Denn ähm, ich fand das Alter 13 gar nicht mal so schlecht, denn das ist sehr, sag ich mal, auf der sicheren Seite mit verschiedenen anderen Faktoren, die sehr wichtig sind, wenn man Jugendliche oder Kinder an so ein neues Medium heranführen möchte. Da gibt es einige Komponenten und die möchte ich so ein bisschen mit euch durchgehen. Einerseits gibt es da gesundheitliche Aspekte beziehungsweise Entwicklungsaspekte, die man betrachten muss, wenn man von Jugendlichen beziehungsweise Kindern und solchen Medien spricht. Denn gibt es zum einen den Punkt der Anpassbarkeit, sag ich mal. Zum Beispiel passt nicht jedes Headset auf jeden Kopf. Damit haben wir schon als Erwachsene durchaus Probleme. Und gerade so etwas wie IPD ist ja nicht bei jedem Headset gleichermaßen einstellbar. Und gerade Augen, die sich gerade entwickeln, können dadurch durchaus beeinflusst werden. Vor allen Dingen, wenn das länger der Fall sein sollte. Bevor jetzt alle schon irgendwie ausrasten, mir geht es darum, um ja, VR-Nutzung, also regelmäßige VR-Nutzung. Wenn ihr euer Kind mit 8 Jahren mal auf das Headset kurz durchschauen lässt, kein Problem. Aber mir geht es eher darum, kauft ihr eurem Kind, also für die Leute da draußen, die Kinder haben, ein VR-Headset und ja, lasst es damit einfach mal spielen. Ich habe viele Meinungen zu dem Thema überhaupt, Videospiele, Medien und so weiter und Kinder. Darum soll es aber nicht gehen. Ich fokussiere mich jetzt dem Kanal entsprechend erstmal nur auf VR. Aber ey, ich will ja nur weiterhelfen letzten Endes. Es geht ja nicht darum, Leute zu vergrämen. Ich habe als Kleinkind auch Videospiele gespielt und will niemandem Videospiele wegnehmen, aber wir wissen mittlerweile viel mehr und das kann man doch ja ein bisschen mit einkalkulieren, wenn man über die Sache spricht. So, wir waren beim IPD. Das durchschnittliche IPD eines Kindes ist natürlich kleiner als der eines Erwachsenen. Also wir haben ja einen Durchschnitt IPD von ungefähr 64, sorry. 64 Millimeter bzw. 6,4 Zentimeter, also hier von Pupille zu Pupille. Bei mir sind es schon mal 61, also bei mir ist es schon ein bisschen enger und ich komme schon an meine Grenzen. So, das VR-Headset der Quest 2 ist, glaube ich, Minimum einstellbar auf 58 Millimeter. Meta sagt, bis 56 Millimeter ist es okay. So, jetzt ist es der Fall, dass Kinder bis 12 Jahre durchaus, nicht immer, es gibt schon Kinder, die haben dann durchaus Erwachsenen-IPD, darunter liegen. So, deswegen die Idee, warum nicht bei 13 lassen? Bei 10 kann es sein, dass es fürs Kind okay ist, kann sein, dass es nicht okay ist. So, und da kann man natürlich sagen, okay, probiere ich es bei dem Kind aus oder ich kann es ja auch messen und so weiter. Wenn ihr das messt, immerhin eine Sache, die ihr erledigen könnt, aber es gibt noch verschiedene andere Faktoren, die sich nicht so leicht messen lassen. Einerseits gibt es ja, wie gesagt, IPD ist eine Sache, aber der Tragekomfort insgesamt, die ganzen Headsets sind bei Erwachsenen schon
nicht für jeden gut gemacht. Ich habe auch immer wieder Probleme mit dem Sitz, durch meine Stirn und so weiter. Ein Kinderkopf ist eben insgesamt auch kleiner. Es kann sein, dass ein Kind das Headset nie so gut tragen kann, dass es im Sweet Spot ist und dementsprechend nicht scharf sieht. Und nicht scharf sehen ist schlecht für die Augen, grundsätzlich mal. Wir kommen noch ein paar mehr Sachen, die schlecht für die Augen sind. Und ich werde euch ein paar Quellen noch unten in der Beschreibung mit reinpacken. Das kann man durchaus auch belegen. Ja, dann haben wir einmal einerseits, dass wir nicht scharf sehen. So, dann kann man natürlich sagen, Kinder kann man ja fragen, so, siehst du gerade alles scharf und so weiter. Ich kenne das, ich habe Kindern VR-Brillen aufgesetzt, die sagen euch nie die Wahrheit. Es gibt so oft Fälle, wo Kinder im Unterricht sitzen und längst eine Brille brauchen, weil sie einfach nicht gut sehen und das einfach nicht checken oder nicht sagen wollen oder was auch immer. Dementsprechend müsst ihr nicht alles für voll nehmen, was dein Kind sagt. Es kann sein, dass das Kind nicht vernünftig sieht durch die Brille. So, beim einmal ist es okay, aber wie gesagt, es geht hier mehr um die Regelmäßigkeit der Nutzung. So, da hatten wir IPD, Sweet Spot, was man beachten muss. Dann gibt es noch Sachen, wie ihr alle wisst, wie funktioniert VR. Wir gucken durch eine Linse. Diese Linse simuliert sozusagen einen Abstand, also die Lichtbrechung wird auf einen bestimmten Abstand gebracht, damit wir das super kleine Display auf unser Auge scharf sehen. Je nach Headset ist es sehr unterschiedlich. Bei Pancake-Linsen sind die, glaube ich, sozusagen 1 Meter von euch entfernt. Bei manchen sind es 1,6 Meter zum Beispiel, wie auch immer. Fakt ist aber, es ist immer der gleiche Abstand. Die gleiche Argumentation gilt auch fürs Lesen und für Fernsehen gucken. Was ist das Schlimmste für ein Auge, vor allem wenn es sich in der Entwicklung findet? Mangelnde Abwechslung. Wenn ihr immer den ganzen Tag auf die gleiche Wand starrt, kann sich euer Auge nicht fokussieren, weil es immer nur in die gleiche Richtung guckt. Also das Auge muss ein bisschen in die Ferne schauen. Versteht ihr? Und natürlich, wie gesagt, das Fernsehen, da wurde auch schon immer heiß diskutiert, wie schlimm ist es für Kinder. Wenn ein Kind super viel Abwechslung hat, kein Thema. Aber gerade in VR kann es ja noch nicht mal aus dem Fenster schauen. Es hat nur die Brille auf dem Kopf. So. Und ich als Gamer, als Kind-Gamer, habe den ganzen Tag gezockt zwischendurch. Würde ich meinen Kindern heutzutage nicht erlauben. Aber wenn ihr ein Kind habt, was den ganzen Tag VR spielt, würde ich behaupten, das ist schädlicher für ein Kind, als wenn es den ganzen Tag zockt an der Playsee oder wie auch immer. Weil dann kannst du mal aus dem Fenster schauen, dann kannst du mal rübergehen, dann gibt es mal Essen oder was auch immer. In VR kann man natürlich auch Pausen machen, aber wenn ein Kind voll immersiv ist und ihr nicht auf euer Kind achtet, ist es vielleicht mehrere Stunden am Daddeln. So, und hat immer den gleichen Abstand. Nicht mal ein bisschen anders. Nicht mal wie ich hier auf die Linse gucke oder jetzt da gegen die Wand oder auf die Decke, sondern immer 1,4 Meter zum Beispiel. Da würde ich behaupten, ist schlecht für die Augen. Das kann natürlich irgendwann technisch verändert werden durch Varifocal Lenses zum Beispiel, die diesen Augenabstand nochmal verändern können. Da kenne ich mich nicht so aus, ob das irgendwie eine große positive Eigenschaft fürs Auge hat, aber kann ich mir vorstellen, dass das zumindest das Ganze vermindert. Dann gibt es noch den nächsten Punkt, räumliche Wahrnehmung im Allgemeinen. Kinder ist auch wissenschaftlich erwiesen, also es gibt Studien zu, die besagen, dass ein Kind erst bis zum 12. Lebensjahr die räumliche Wahrnehmung als solche, also die Mischung aus Sehen, Fühlen, Hören, das gesamte Konstrukt mit 12 vollkommen entwickelt ist. Ja? Also kann natürlich, wie immer, es ist sehr individuell, kann es auch früher oder später sein, aber wenn es jetzt nicht der Fall sein sollte und ihr habt ein 10-jähriges Kind, ist ja jetzt ab 10 Jahren, dann erlaubt bei Meta, kann es sein, dass die räumliche Wahrnehmung noch nicht vollends entwickelt ist und es dann immer wieder damit mit einer fake-räumlichen Wahrnehmung konfrontiert wird. Denn das macht es ja VR. Ihr habt immer diese 1,5 Meter, aber euch wird vorgegaukelt, oh, da hinten in der Ferne ist sowieso. Das kann zumindest was mit einem Kind machen. Dazu gibt es eben also keine genauen Studien, was VR angeht, aber man kann letzten Endes darauf schließen, weil wir haben die Erkenntnis, bis 12 wird die räumliche Wahrnehmung sich noch entwickeln. Ja? Das sollten wir, finde ich, grundsätzlich einfach im Auge behalten. Es geht mir jetzt nicht, wie gesagt, darum, das alles super schlecht zu machen und diese Gefahr so hoch zu kochen, aber es geht mir um die Entscheidung von Meta, die vorher total progressiv waren und gesagt haben, 13 ist okay und jetzt machen sie 10 raus. Warum? Was soll das? Voll unnötig. Also das hätten sie ruhig dabei belassen können. Zu Roblox kommen wir noch. Dann finde ich noch ein wichtiges, das ist jetzt spekulativ,
ähm, nämlich der Orientierungssinn als solcher und die Unterscheidung zwischen Fiktion und Realität. Grundsätzlich, wie gesagt, ich mache gerade eine Weiterbildung zur Medienpädagogen, da ist ganz viel auch das Thema, wie nimmt ein Kind Medien wahr, wie kann es das unterscheiden zwischen Realität und Fiktion, ähm, wie, wie fühlt ein Kind so ein Medium. Und da gibt es zum Beispiel solche Aspekte, die total interessant sind, dass gerade Jugendliche, selbst so eine Folge Paw Patrol kann für so ein Kind total aufregend sein, obwohl das für uns vielleicht total albern ist. Aber andersrum kann auch eine Folge, weiß ich nicht, irgendein Horrorfilm total langweilig für ein Kind sein, weil es es anders einordnen kann. Es kommt auf die Spannung an. Und wichtig ist dabei, dass man mit einem Kind nachher im Austausch kommt und dann so fragt, so, ey, wie war das Ganze für dich? Aber soll kein Pädagogikkurs sein. Mir geht es darum, dass wir hier wenig Erkenntnisse haben. Es ist schon bekannt, dass Kinder sehr, sehr früh schon unterscheiden können zwischen Fiktion und Realität. Also ein Kind guckt eine Serie und weiß, das ist nicht echt. Das ist ja nur eine Serie. Schon mit 3, irgendwie so. Aber Virtual Reality ist anders. Wir wissen das alle. Wir auch als Erwachsene checken oder kennen das Gefühl von Immersion. Dass wir denken, fuck, da ist was, ich krieg Angst. Oder da springt mich was an und ich habe das Gefühl, ich muss wegrennen. Ne? Wir kennen diese ganzen Videos, wo irgendwelche Leute gegen die Wand rennen, weil sie irgendwie ausweichen wollen. Ne? Diese Form der Immersion, finde ich, da kann man nicht sagen, okay, Kinder können das vielleicht sofort unterscheiden. Nach einer Gewöhnungszeit vielleicht, aber welches Risiko möchte man gehen? Ja? Also, wie gesagt, es geht mir um diese Altersuntersetzung auf 10. Bei 12, 13, 14 ist es nochmal alles ein bisschen anders. Aber 10 finde ich, das ist so ein Alter, wo noch sich sehr viel Entwicklung befindet und wo man nicht eindeutig sagen kann, auch Meta nicht, so viel sie auch erforschen, da ist es safe. Zumal sie Horizon Worlds trotzdem auf 13 lassen. Das heißt, die haben ihr Metaverse trotzdem ab 13, aber die VR-Brille als solche machen sie auf 10 und überlassen quasi die Verantwortung den Eltern. Und wir wissen alle, dass die Eltern nicht genug Verantwortung übernehmen, was das Ganze angeht. Letzte Weihnachten werden ganz viele Meta Quest locker unter dem Weihnachtsbaum gestanden haben für die 10-jährigen Kinder. Und das steht ja auch nirgendwo drauf, auf wie viele Jahren das ist. Die haben es zwar herabgesetzt, das Alter, aber letzten Endes ist es doch egal. Und wie einfach kannst du letzten Endes das Alter runterstufen? Du meldest dich an, machst einen Account und klickst, ich bin 18, fertig aus. Ja, das sind so ein paar Gedanken, die ich zu dem Thema habe, was das ganze Gesundheitliche angeht. Dann gibt es natürlich solche Bereiche wie Social Communities im Allgemeinen. Ne, dazu kommen wir gleich mit Roblox. Generell sind Kinder nicht sicher, meiner Meinung nach, im Internet. Sei es, die haben Kontakte zu irgendwelchen rechten Gruppierungen, Pädophilen oder was auch immer. Es gibt alle möglichen Gefahren im Internet und wir haben jetzt schon Probleme bei Kindern und im Handy, da herauszufinden, was machen die da eigentlich. In VR wissen wir erst recht nicht, was wir machen. Also wenn ihr euer Kind VR spielen lässt, nutzt das Feature, dass ihr seht, was das Kind macht. Und guckt, mit wem es interagiert. Ich finde das total wichtig. Also müsst ihr wissen, wie ihr es macht. Ist nur meine Aufgabe, finde ich, jetzt ein bisschen Kontext zu bringen. Ich weiß, ein bisschen komplett anderes Video als die anderen, aber ich finde es total wichtig, darüber zu sprechen. So, und dann haben wir Roblox. Roblox steht sowieso schon in der Kritik, ein extrem perfides Game zu sein, wo es sehr viel um Geld geht. Roblox ist so ein Sandbox-Game, wo Leute Inhalte erstellen können und andere können diese Inhalte spielen. Und es gibt halt Coins, die sie ausgeben können, diese Bucks oder so. Immer diese ganzen Bucks, die man da sammeln kann. Das ist halt echtes Geld, die Kinder ausgeben können für irgendwelche Inhalte. Und was ich mal gelesen habe, war ein interessanter Artikel, wo Roblox teilweise auch, also die Entwickler darauf setzen, dass auch andere Kinder Inhalte bauen, diese verkaufen. Also da hast du quasi schon Kinder in irgendeiner Art Verkaufskonstrukt gefangen. Und dann gibt es noch den Punkt, dass die Leute oder die Kinder, wie auch immer, dass diese Inhalte, die gemacht werden, auch gar nicht so richtig kontrolliert werden. Also habe ich einen Artikel gelesen da haben Journalisten das ausprobiert und geguckt und haben sie ein Spiel gefunden, wo man als Nazi Juden töten muss. In Roblox. Es gibt Spiele, selbst wenn es jetzt nicht so eine politische Agenda hat, total ein Ballerspiel gemacht wird, um es blöd zu sagen. Also eins mit realistischen Waffen. Die Bilder habt ihr alle gesehen. Irgendwie Roblox hier, realistische Waffen mit krasser Physik und so.
ist cool, finde ich auch. Aber da steht dann eben kein Altersbeschränkung dran. Denn ich habe nichts gegen Inhalte für Erwachsene. Ne? Ich selber konsumiere Horrorgames, Shooter und so weiter. Aber ich bin immer dafür, dass die Sachen gut gekennzeichnet werden. Ja? Wenn Roblox sich an Kinder orientiert und da drinnen sind dann versteckt Inhalte für Erwachsene. Ne? Und wir haben in Deutschland natürlich auch also diese ab 10 Jahren, was Meta da gemacht hat, ist deren eigene Altersbegrenzung. Aber wir haben ja noch die USK, aber die USK macht gar nichts. Sie hatten nicht mal eine Ahnung, was Virtual Reality ist. Es gibt einen Artikel oder beziehungsweise auf der Webseite der USK gibt es einen kleinen Artikel zu Virtual Reality. Das ist ein Abschnitt. Und da werden noch VR-Headsets wie die HTC Vive, alte Schinken, wenn man so will. Und die haben einfach keinen Plan. So, und die haben sich anscheinend noch nicht mal damit auseinandergesetzt, so wie ich es jetzt gerade mache, mit wie kann man das Ganze denn nochmal betrachten, rein gesundheitlich, rein physikalisch gesehen, also mit den ganzen Entwicklungen des Kindes und so weiter. Finde ich, ja, da kann man auf jeden Fall noch mehr sich mit beschäftigen. Ich wollte natürlich nicht alles nur negativ so sehen. Ich finde, VR hat super viel Potenzial, auch in der Schule natürlich. Ich bin auch ein großer Fan davon, dass wir irgendwann vielleicht Dokumentation in Virtual Reality erleben können, also auch Sachen, in denen man lernen kann. Ne? Wir zocken alle ganz gern, aber VR hat super viel Potenzial. Nicht nur Social, sondern auch was das Lernen angeht. Wir haben immer mehr Tablets in Schulen, aber ich glaube auch Virtual Reality wird ein Thema sein. Aber da müssen die Dinger eben auch für Kinder gebaut sein. Da muss das IPD stimmen, da muss die Kopfform stimmen, da müssen die Linsen stimmen und da muss es auch ein Konzept geben, wie wird das Ganze eingesetzt und für wie lange. Ja, also es gibt Gründe, warum Unterricht 90 Minuten lang geht. So, das ist schon ein Maximum an das, was ein Kind vertragen kann, rein kognitiv. In Virtual Reality könnte 90 Minuten schon zu viel sein. Lass es eher 30 Minuten sein, mit Vor- und Nachbesprechung. Wisst ihr, was ich meine? Das sind so Sachen und natürlich solche technischen Fortschritte wie Varifocal Lenses. Das kann bestimmt alles helfen. Ja? Und dann brauchst du natürlich Leute, die Ahnung haben. Die Ahnung haben von der Materie. Menschen wie mich, die einerseits sich mit Pädagogik auseinandersetzen und mit Virtual Reality und dem Technischen auch noch. Ich glaube, wir sind da eher rar gesät. Und ja, ich wollte einfach mal meine Meinung dazu sagen. Ich dachte mir, die ist vielleicht selten und schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr zu dem Thema steht. Ich habe schon immer hier und da mal einen Kommentar dagelassen, wenn Leute gesprochen haben, hey, ich lasse mein Kind sowieso, ich bin VR-Fan, ich lasse mein Kind das und das spielen. Und ich bin da immer sehr kritisch. Übertreibe ich? Wie seht's ihr? Habt ihr selber Kinder und wie steht ihr zu dem ganzen Thema? Das würde mich brennend interessieren, denn ich möchte diese Diskussion gerne aufrecht behalten, denn ich finde das total wichtig, dass darüber gesprochen wird und dass wir das nicht einfach so dabei belassen. Weil was wir nicht wollen, ist eine verdammte unnötige Killerspieldebatte, wenn irgendwelche Amokläufe passieren und dann heißt es ja, das Kind hat VR gespielt. Dann möchte ich verdammt nochmal, dass die Leute sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben und dass wir sagen können, nein, das hat damit nichts zu tun, wir kontrollieren unsere Kinder und wir wissen genau, was sie tun in Virtual Reality. Und die sind nicht zufälligerweise auf Roblox, dem Shooter-Gedöns, da mit reingegangen. So mal abgesehen davon wollen wir keine Kinder in Shootern haben. Die haben da nichts verloren. Die ganzen Kreischer. Ja, das war's von mir und meinem Thema. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es vielleicht ein bisschen kontroverser ist und ein bisschen ernster. Aber ich finde das total wichtig. Werde ich vielleicht mal wiederholen, außer es gibt ganz viele Daumen runter. Aber vielleicht gerade dann. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.